Greg Doucette, haben wir lange nicht mehr geguckt. MPMD, A Stupid Virgin. Logan Paul Scamming Kids. Was das ist, weiß ich nicht. Wir gucken. Logan Paul kennen wir. Let's go. And in his post, he tagged Derek and also said he's a stupid virgin. And so, upcoming video from Derek. Is Derek a virgin or not? Stay tuned to find out. 50-minute video incoming. Coach Greg, in today's video, Logan Paul calls out Derek from More Plates, More Dates. Logan Paul decided to post what... Hat Logan jetzt gekämpft gegen Nate Diaz oder war das der andere? Jake Paul hat gekämpft, ne? A dad of a 9-year-old said about Prime Hydration energy drinks. And in his post, he tagged Derek and also said he's a stupid virgin. And so Logan Paul is using this story to sell more of the Prime energy drinks. And so what we have is a confused dad that does not understand science or the research. And so all he sees is his 9-year-old son who drinks Prime energy drink and says he feels better. Ich finde sowieso jetzt mal Spaß beiseite, Energy Drinks. Ich schwöre es euch, Altersfreigabe 18. Ohne Scheiß. Ich sehe so viele Kids draußen, immer mit diesen Monster-Dingern. Nicht nur, dass da Unmengen an Koffein drin sind. Was hat ein ganzer? Fast 200 Milligramm. Wie einer so ein 11-Jähriger trinkt. Und du hast 15 Gramm oder 14 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Und die pfeifen sich am Tag 2 Stück rein. Digga, Katastrophe. Ohne Witz. Müll soll ab 18. Ab 18. Fertig aus. But he doesn't realize just how dangerous this really is. Over the last year... Ist ab 16, aber meint ihr wirklich, das wird kontrolliert? Ich glaube nicht. Ethan had been suffering from headaches, nausea, weakness, and other signs of dehydration, even though drinking plenty of liquids throughout the day. And so he says he went to the doctor, they made dietary changes, but nothing worked. Ethan was having one of those days as Simpson mentioned above, and as we picked... Ich kann mich nur erinnern, wie alt war ich da? Ich glaube 19, doch, ich müsste 19 oder 20... Da habe ich mir, ich weiß noch, in der Pause bin ich zum Rewe rübergegangen. Damals war ich auf dem Berufskolleg und habe mir Bullet, kennt ihr Bullet? Nee, Magic Man war das. Und habe mir so eine 1,5 Liter Flasche geholt und habe die komplett weggeballert, so in der Schule. Ich weiß noch, wie beschissen es mir an diesem Tag ging, Alter. Ich habe mich gefühlt wie nach 3 Tabletten Clenbuterol. Mir ging es richtig dreckig, weiß ich noch. Ich war zu Hause, ich wollte zum Training, ich konnte nicht mal trainieren. Da habe ich 1500, ja, man, 1,5 Liter habe ich weggeknallt. Und das machen die auch. Nicht nur die saufen die auch aus der Flasche, diese großen. Und ich schwöre es euch, wenn ihr mal so eine Koffeinüberdosierung hattet, das ist nicht cool. Früher Wodka bei mir, Digga, Bullet mit einer Jelzin damals. Ganz früher auch in dem Alter. Ja, also es ist nicht schön, Freunde, wenn man so viel Koffein sich reinpfeift, sollte ab 18. Ab 18, Digga. Picked up my older son from workouts. He had some of his Prime hydration drink left and gave it to Ethan. Within minutes, he was perked up, had his color back, headache went away, and was back to himself. Now remember, the kid may have just been dehydrated, not drinking enough water, and just drinking the water was the solution. Because Prime, what it basically is an overdosed amount of potassium while being extremely low in sodium. And so the dad, he went and did some research, saw the More Plates, More Dates style of videos, said it's completely false, and that even his doctor supported its use. Now remember, this could 100% be a coincidence. Perhaps he was just excited to drink Prime. Perhaps it's the placebo effect. Oh, my older brother, he plays football. He's going to give me a drink of his Prime energy drink. Wow, I know what? I'm happy now. I'm going to be in a good mood. As a father, the most important thing to me is my children. And when something is going on health-wise, it... Ich sag euch eins, ne, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ich werd fucking streng sein. Ich sag euch, wie es ist. Ich hab, was das angeht, ich hab voll den Tick. Beispiel, ich war jetzt in Polen und von einer Tante, der Kleine, wie alt war der? Irgendein Patenkind, keine Ahnung, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Der war so aufgedreht, also der war wirklich schlecht erzogen und, Digga, der hat ein Handy in der Hand, der war 5 Jahre alt und der hat das Handy von seiner Mom bekommen und war komplett, da war alles auf, der konnte YouTube rein, TikTok rein, Digga, der macht so ein polnisches Lied rein.
so ein Rap-Lied und singt einfach den Text mit ich fick deine Mutter, dies, das und solche. Ich denke mir so, Alter, mein Kind, der wird Internetverbot haben. Was heißt Internetverbot? Niemals würde ich einem Kind beispielsweise ein Handy in die Hand drücken, wo der YouTube komplett frei zugänglich hat oder zum Beispiel TikTok frei zugänglich hat. Da ist so viel Scheiße drin, da kursiert so viel Müll. Allein wenn der schon solche, ich würde nicht mal in der Anwesenheit Deutschrap hören, wenn ich ein Kind haben sollte. Würde ich niemals machen. Never. Auf gar keinen Fall. Digga, der Typ war völlig irre, der Junge. Der war komplett am Arsch. Der ist bestimmt danach in den Kiosk gegangen, hat sich erstmal 2 Monster Energy geholt. Nein, aber was Erziehung angeht, ich schwör's euch, heutzutage viele machen. Ach, es ist einfach traurig. Deshalb finde ich super von dir, Kindermodus einschalten. Ich als Erzieher empfehle es, ja. Man muss aufpassen. Ich habe 2 Schwestern. Kann sein, dass eine sogar hier zuschaut. Die eine hatte offenes Internet komplett und die andere, also ist von meiner Mutter und von meinem Vater, meine Eltern sind getrennt. Und die offenes Internet hatte, die war ganz anders drauf. Die war auch schon sehr frühreif, ist auch bis heute anders drauf. Die andere war, also wirklich Unterschiede, komplett. Und man merkt, wie die auch vom Kopf her, vom Denken, so, man muss echt aufpassen. Also was das angeht, ich würde auf jeden Fall, nee, Handy wird es nicht geben, Digga. Das wäre für mich zu krass. Ja, zu krass. TikTok zerstört unsere Jugend. Safe. Safe ist ja auch diese Live-Battles und so mit den ganzen Barellos und wie die heißen. Digga, wer guckt sich so eine Scheiße an und feiert das und supportet noch? Katastrophe, Digga. Truly becomes a stop the world to make it better scenario. As Ethan's Ich schwör's dir, Dragon Ball Z, beste Erziehung damals. Da ging es um Freundschaft, Zusammenhalt, solche Sachen. Ja, Stärke, Kraft, Training, viel Essen. Dragon Ball Z hat Werte vermittelt. Heutzutage, welche Sendung vermittelt die Werte, Digga? Müll. Father, I truly thank you. And so I'm going to explain the dangers of giving this to your kids, how it can negatively impact the health of your child. And so please wait till the end of the video. And so Derek's response. Ja gut, Bro, aber Fernsehen, bei mir, als ich aufgewachsen war, ich weiß nicht, was heutzutage im Fernsehen läuft, weil ich hab nicht mal einen Fernsehanschluss bei mir. Ich habe nur Netflix und YouTube. Aber damals, 90er Jahre, als ich aufgewachsen worden bin, Fernsehen war gar nicht so schlimm. Das einzig Schlimm waren vielleicht Talkshows. Da hat's mal vielleicht bei Oliver Geißen, saß mal irgend so ein Vollassi und hat irgendeine Scheiße gelabert, wie viele Mädels er betrogen hat. Aber du hattest nie sowas wie heutzutage, was heutzutage abgeht. Muss man aufpassen. Step 1. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oasis vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Sell sweetened potassium water to kids. Step 2. Make misleading claims about it being better for hydration than established competitors that taste salty. Remember, they taste salty because you need the salt, because when you sweat out the salt, and that further leads to greater dehydration. And if your hydration drink is low in sodium and high in potassium, it's literally going to continue to dehydrate you in the future. When I used to bodybuild for competitions, we drank distilled water. The more Greg sah brutal aus. water you drink, the more you Ist er das? peed out. Doch, das ist er. And so why do you think we drank distilled water? Well, if it Ja, Linditschka, das mit dem Vaterschaftstest, das war lustig. has lower levels of sodium, you're going to flush more water out. And if you have higher levels of potassium, you're also flushing more water out. And so Prime Hydration Drink could quite literally be drank in abundance to prepare you to get dehydrated for a competition. But yet he's claiming this is for rehydration? Have you ever heard of Pedialyte? Do you really think that Prime is better for hydration than something that spent millions of dollars researching that has several different electrolytes in proper balanced doses? Why would you think that? Oh, but we don't want to put too much salt in Prime. That'll hurt the taste. We want it to taste better than last time. Those other drinks, they don't taste as good. And why do you think? It's because they contain the electrolytes needed.
Junge, das ist aber eine gottlose Frage, Digga. Was wäre schlimmer? Sohn, der ein Junkie ist oder Tochter, die eine Prostituierte ist? Alter, da hast du mich jetzt. Ich würde sagen Junkie. Nee, schlimmer wäre die Prostituierte. Weil meistens ist es so, ich würd dem Jungen helfen, ja. Ich würde dem Sohn irgendwie wieder auf die richtige Bahn bringen. Aber wenn eine Tochter, du weißt, die verlässt jeden Tag das Haus und wird von 15, 20 Männern, ekelhaften Männern, alten Säcken, gebumst, dann noch für Geld. Ich finde das irgendwie schlimmer. Ja. Und wenn der Junkie ist, dann ich würde den einsperren. Ich würde den selber Zwangsentzug machen bei ihm. Hört sich gerade radikal an, aber nein, ich würde helfen. Ich würde Geld in die Hand nehmen, irgendeine Entzugsklinik aufsuchen, dass er wirklich clean wird. Ich würde aufpassen, ich wäre für ihn da. Aber wenn eine Frau aus eigenem Willen sagt, pass auf, ich gehe ackern, mir macht Spaß, das ist nicht cool. So. Aber moderne Prostitution fängt ja schon, finde ich, bei OnlyFans an, Freunde, heutzutage, ne? Ich finde, das ist, also wenn man bei OnlyFans einen Content macht, der wirklich komplett freizügig ist, das ist für mich definitiv Prostitution, moderne Prostitution. Du zahlst Geld und erhältst quasi keine Dienstleistung, aber erhältst einen nackten Körper in Form von einem Video oder einem Bild. Und du zahlst Geld und bekommst sogar, was die auch so machen, Schwanzbewertung. Digga, wie krank ist das? Dann schickst du dir einen Dickpick und die bewertet deinen Schwanz? In Form noch mit einer Videoantwort? Also OnlyFans ist für mich gleichzusetzen mit Prostitution. 1:1. Du verkaufst deinen Körper für Geld, fertig aus. To rehydrate your body. And so step 3, call the haters virgins. Don't explain how the product works. Don't go into the science. Just call them virgins. And not just any kind of virgin, a stupid virgin. Haha, ich als Frau würde es machen. Dann mach es. Keiner hält dich auf. And step 4, hey, rake in more profits than last time. And so let me now explain how prime rehydration drinks can actually be dangerous. And so first of all, you all know that there's potassium in things like bananas and potatoes and so on. But when you eat food, it offers a very slow delivery of that potassium. Your body takes... Was würdest du machen, wenn deine Frau OnlyFans betreibt und einen Haufen Kohle verdient? Das wäre nicht meine Frau. Ganz einfach, Digga. Time to digest it. When you drink Prime, it's in liquid form and it gets into the bloodstream quicker than last time, within several minutes. And so Sustadon Schwen schreibt Schicknummer. you went to the hospital and you were suffering from hypokalemia, low potassium levels, they would give you something known as Cater. One bottle of Prime increases your potassium levels in the blood by approximately 1.8 times as much as one Cater. And so if you went to the hospital Ich weiß leider nicht, was das für eine Tablette war, die dir da gezeigt hat. with low potassium levels and you were seen as being an emergency, they might perhaps give you 1 or 2 Cater. And so when you're drinking Prime energy drink, it's going to have the same effect as consuming approximately 1.8 Cater. That is a very aggressive form of potassium replacement in the blood. And so think of it. Ich war eine Kalinor-Tablette. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also es geht ja natürlich um Kalium-Natrium-Verhältnis, um Dehydration, was dieser Energy Drink dann ausmacht. Um sich damit die Taschen voll zu stopfen und das so zu vermarkten, dass es wirklich krass ist und geil und die zur Competition dich entwässert und so. Ich finde es nicht cool, Freunde. You're giving a 9-year-old child who's perhaps 1/3 the size of an adult the same dose as you would get if you went to a hospital and you were suffering from low potassium. And so do you really think a 9-year-old needs that much potassium? Ein Neunjähriger auf keinen Fall. It's dangerously loading and can lead to hyperkalemia, too much potassium in the blood. Having too much or too little potassium can cause cardiac arrhythmias, can lead to a cardiac event. When I used to dehydrate for bodybuilding competitions, didn't really know what I was doing. I was literally taking potassium pills extra. Later understood just how dangerous this really was. Machen ganz, ganz viele. Die Arbeit mit Kalinor. Ganz übel, würde ich niemals tun. Dehydrating or Habe ich sogar gemacht, weiß ich noch.
Kalinor-Tabletten kriegst du ganz normal aus der Apotheke. Ich habe das immer einmal bei einem Wettkampf. Also, weil mir damals der Coach gesagt hat, aber das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ich sah gar nicht gut aus an dem Tag. Bodies, and we took potassium thinking, oh, that'll Eine Flasche Prime kostet 14 Euro? prevent cramping. That'll get you more shredded than last time. Very dangerous, can cause cardiac arrhythmias. And so if your kid's going to school drinking perhaps a banana and some Prime Energy drink at recess, lunchtime, perhaps another, Warte, wirbt der hier mit noch kleinen Kindern dafür? perhaps a banana and some Prime Energy drink at recess, lunchtime, perhaps another Prime, Ist das ein Werbespot? another banana? Do you realize just how much potassium they're getting? Literally high enough doses that could cause hyperkalemia end up in the hospital. And so in my opinion, this is not a safe product to be given to children. And so for example, a well-established product like Pedialyte or my own company's Perilite, this is much better for rehydration as because it contains a better balance between Jetzt macht er einfach Placement, Digga. all of the electrolytes. And so unless you're suffering from low potassium already and your doctor advises you that you need this, I wouldn't recommend that you give multiple bottles of this to your kid. And remember, kids are a lot smaller than adults and potassium is absorbed very quickly when in liquid form. In food, not so much. Prime rehydration drink, it's literally sweetened water with a shit ton of potassium. It's not like Pedialyte. It doesn't have the sodium needed. And if you drink a ton of this, it could potentially cause further dehydration and cause you to have an imbalance in your electrolytes, which could lead to arrhythmias and possibly cardiac events. Lex Little, come on, Derek be laying pipe. Freunde, lieber Dingens bestellen. ESN Elektrolyte. Schmecken auch geil. Habt ihr alles drin? Be for a 100% crying face. Well, I don't know what that means, but I know what laying pipe means. Name a Nicht nachmachen ist auch scheiße. Koffein und Aspartam. better duo than Logan Paul and scamming kids. Incoming 50-minute video Potassium ist Kalium. explaining how he's not actually a virgin. And so, upcoming video from Derek. Is Derek a virgin or not? Stay tuned to find out. 50-minute video incoming. Logan found the one positive review and decided to post it. And so imagine, there's perhaps 1 million people that have consumed this drink. He finds the one that's the most shocking, the one that sells the most products, and decides to share it. Perhaps this kid needed more potassium than last time, and it actually helped him out. The doctor said, hey, they changed his diet, but did they really? Do we actually see every single thing that our kids eat when they go to school? I can tell you, I used to be a school teacher. We used to watch the kids throw away their lunches and eat junk food from the canteen. And so just because you think your kids are eating one way, doesn't mean they necessarily are. LOL, this fake email about a 9-year-old taking a sip and snapping out of it like he took a shot of liquor, SMH. Fact. And so I don't think it's a fake email, but I do think it's just a fluke. I mean, really? So einer hat hier geschrieben, eine Flasche auf Amazon 19,99 bis sogar 39,99 für 500 ml. Irre, Alter. Potassium in that drink, it's such a special potassium Aber wahrscheinlich bei uns in Deutschland, oder? Wegen Import und so weiter. that's the only thing that could remedy this kid's problems, that the doctors, dietitians, nutritionists, nothing could solve it. And so to say that Prime is so great, that it's such a magic formula, that it magically improved this kid's condition, I think it's a bit of a stretch. Looking for an actual hydration drink? Look no further than Perilite. Contains the electrolytes that you want in balance as well. So, da kommt nur noch seine Werbung. Ja, also wie gesagt, Freunde. Energy Drinks bitte ab 18. Ja, und wer mit so einer Scheiße sich wirklich so die Taschen voll stopft, das ist auch nicht cool. Das muss nicht sein. Ja. Dann lieber zum fairen Preis Elektrolyte holen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen.com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei
oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20:30 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.